considered by most of them to be an imbecile. But when the cameras are on, man, oh man, they cannot get enough of everything he says. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. This is a time for big dreams and bold action. I will do away with red traffic lights, only green from now on. Keep it moving. America's momentum is back. Our spirit is back, and measles are back. We love our measles, don't we? Little spots. Pink, pink, pink. So cool. So itchy. I've had them on my balls. Big, big. I also signed an executive order to ban women from having their periods. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. Melania says it's that time of the month, all month. She's fantastic. So much menstruation. Melania. This whole thing has brought back my 8-year-old self. It's been a gift from God. It's like literally like brought me back to 8 years old where I used to sit in my room. Trump is toast. I like that one. Trump is toast. Donald Trump ist im nationalen Fernsehen völlig ausgerastet. Nachdem Jim Carrey und Jimmy Kimmel schockierende Witze über seine Ehe gemacht hatten. Was genau haben sie gesagt? Das den ehemaligen Präsidenten aus der Fassung gebracht hat? Sehen wir uns an, was wirklich passiert ist und warum dieser Moment sowohl in Hollywood als auch in Washington für Erschütterungen gesorgt hat. Donald Trump has pushed us to the point where we can't even agree on the weather. What a stupid time to be alive. But has anyone thought about unplugging America and plugging it back in again? Because we are parentless. You know? And we are babysat by the television. We're taught how to think by the television. That's the dangerous thing about what's going on right now. There are generations growing up right now who are learning to lie. That lying is okay. That this kids say fake news. That you're supposed to hate half the country. You know? And if anything, we've got to get back to a place where we realize that a vote is not who you are. You know, and because you voted Republican, you're not stupid, you're not different, you're not worthless. You know, I could break bread with anybody who voted for Trump. We could find some common ground to love each other through. Jim Carrey und Jimmy Kimmel haben Donald und Melania Trump soeben die komödiantische Abreibung ihres Lebens verpasst. Und seien wir ehrlich, das war längst überfällig. Wenn Karma eine Late-Night-Show hätte, wäre dies das große Finale. Carrey, eine wandelnde Karikatur mit der Fähigkeit, jede Situation in ein absurdes Meisterwerk zu verwandeln, gab Vollgas. Während Kimmel, der König des Late-Night-Snarks, auf Trumps zerbrechliches Ego einschlug wie ein heißes Messer auf Butter. Das Ergebnis war ein atemberaubend brutaler Angriff, der selbst Trumps glühendste Anhänger in ihren roten Hüten zusammenzucken ließ. Glauben Sie, dass Prominente mit ihrem Spott zu weit gegangen sind? Kommentieren Sie unten 1 für Ja oder 0 für Nein. The White House put out a memo today warning federal agencies to prepare for mass layoffs. But don't worry, none of this will affect the butler who brings Trump his Diet Cokes 9 times a day. You know, they sent an email to millions of government employees instructing them to share 5 things they accomplished last week. Trump said they would be fired if they didn't, then said they wouldn't be fired. Then he said they would be semi-fired. Now he's saying they'll be wood-fired with caramelized onions. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie es bitte. Trump tippt wahrscheinlich gerade in Großbuchstaben und tut so, als ob es ihn nicht interessiert, während er heimlich eine 3a schreibt. Eine Hetzrede über wache Hollywood-Eliten und niedrige Einschaltquoten schreibt. Was ist das für eine Ironie? Er kümmert sich mehr darum, wie Prominente ihn wahrnehmen, als um echte Politik oder Geografie. Erinnern Sie sich, als er annahm, Belgien sei eine Stadt? Ja, das tun wir. Und? He criticized capitalism without a conscience. And that's what we have now. We have capitalism without a conscience. He showed the common man being fed through gears of the brutal, dehumanizing industrial age. He took on the American right wing of his day, its worst evils: hatred of immigrants, contempt for the truth, greed, and the abuse of power. We are fighting those same evils today. Und vergessen Sie bei all dem nicht Melania.
Normalerweise hält sie sich im Hintergrund wie eine künstlich intelligente First Lady, aber sie wurde nicht verschont. Kimmel hatte seinen großen Tag mit ihrem roboterhaften Auftreten, das gerade so viel Schatten warf, dass man sich fragte, ob sie überhaupt dabei sein wollte. Hat sie hinter der riesigen Sonnenbrille mit den Augen gerollt? Wahrscheinlich. Bereitete sie schon die nächste Be-Best-Kampagne vor? Diesmal wollte sie ihren Mann von Wut-Tweets abhalten. Wir können nur hoffen. As is tradition, except for 4 years ago when Trump refused to do it, the outgoing first couple welcomed the incoming president and first lady, which was interesting to watch. Trump actually got involved in Melania's outfit for this ceremony. A lot of people are talking about it. He told her he thought it would be super hot if she dressed like a goth Al Capone. And so she did. We found Carmen Sandiego. Das Beste daran ist, dass Carrie und Kimmel nichts zu beschönigen brauchten. Sie hielten der Absurdität von Trumps Existenz einfach einen Spiegel vor und ließen zu, dass sich die Witze von selbst entwickelten. Es ist, als hätte die Natur ihn für die Satire geschaffen. Er ist eine lebende, sprechende Satire. Aber der Witz ist nicht über uns. Es ist seine Verantwortung. Melania also went into detail about her favorite moment as First Lady. Stellen Sie sich vor, Sie wachen jeden Morgen auf und stellen fest, dass Ihre größte existenzielle Bedrohung weder ein Atomkrieg noch ein wirtschaftlicher Zusammenbruch ist. Es ist ein Typ in Hollywood mit einer gegelten Pompadour und einem mörderischen Autorenzimmer. Und ein anderer Typ, der seine Karriere damit gemacht hat, in Ace Ventura aus dem Hintern zu sprechen. Das ist kein politischer Thriller. Das ist Shakespeare, umgeschrieben als eine Bratenschlacht. Trump, das selbsternannte Alpha-Tier, der mythologisierte Mogul, ist hier draußen und wird von Monologen emotional durchgeschüttelt. Und zwar nicht irgendwelche Monologe, sondern Fernsehmonologe, die normalerweise Popstar, peinlichen Produkteinführungen und gescheiterten Reality-Shows vorbehalten sind und die alle irgendwie auf Trump zutreffen. Das ist poetische Gerechtigkeit in ihrer reinsten Form. Der Mann, der die Beleidigungskomödie zu einer Waffe gemacht hat, sieht sich nun hilflos gegenüber echten Komikern. Er verteidigt sich damit, dass sich die Regeln auf halbem Wege des Spiels, das er manipuliert hat, geändert hätten. Kurzmeldung. Don, wenn du wie ein WWE-Absatz mit einer Twitter-Sucht austeilst, solltest du besser darauf vorbereitet sein. Wenn 2 Profis mit Emmy-Nominierungen entscheiden, dass die Saison eröffnet ist. Und vergessen wir nicht die First Lady der Widersprüche selbst, Melania, die einzige Person, die Elsa aus Frozen emotional verfügbar erscheinen lässt. Kimmels Sticheleien waren nicht nur Witze, sie waren eine kulturelle Katharsis. Denn seit Jahren haben wir alle die unbeholfenen Handschläge, die stummen Seitenblicke und die Spannungen beobachtet, die man mit einem von Melanias Stilettos durchschneiden könnte. Sie ist nicht nur eine widerwillige Teilnehmerin an der Trump-Show, sie ist die unfreiwillige Mitspielerin in einem Prestigedrama, für das sie nicht vorgesprochen hat. Sei der Beste, sagte sie einmal, während sie neben der menschlichen Verkörperung von Sei der Schlimmste stand. Diese Komödie ist so vielschichtig, dass Carrie es nicht einmal übertreiben muss. Er muss nur eine Augenbraue hochziehen. Und wir alle spüren die Satire. Aber jetzt kommt der Clou. Hier geht es nicht nur um Lacher. Es geht um die als Komödie verkleidete Wahrheit. Denn in einer Welt, in der Fakten verdreht werden und die Wahrheit verhandelbar erscheint, sind Komiker zu den zufälligen Philosophen unserer Zeit geworden. Carrie und Kimmel trollen sich nicht nur, sie übersetzen. Sie brechen die Absurdität auf und geben sie mit einer Prise Sarkasmus und einem Schuss Klarheit an das Publikum weiter. Trump kann jammern. Er kann wüten. Er kann nachts um 3 Uhr ein weiteres Posting absetzen, indem er jeden beschuldigt. Von Rosie O'Donnell bis zum Geist von George Carlin. Aber was er nicht kann, ist Comedy abstellen. Er kann die Satire nicht abstellen. Denn die Pointen werden immer wieder kommen. Und im Gegensatz zu seinen Geschäften landen sie tatsächlich. Also lasst ihn schmoren. Lasst ihn gegen die Witzmaschine wüten. Denn wir anderen werden jeden Abend mit Popcorn in der Hand einschalten. Wenn das Late-Night-TV das tut, was Kongressanhörungen oft nicht können, die Wahrheit sagen und den letzten Lacher ernten. If I was going to make stuff up about him, I'd start telling people he wears diapers. I would explain that it's a long trial.
He drinks a lot of Diet Cokes to stay awake. He's getting up there in years, and it's perfectly normal for a man of Trump's age and carriage to wear absorbent undergarments to stop the leaks. So, I mean, if I was making stuff up, that I would point out. In der Zwischenzeit brachte Jim Carrey den ganzen Zirkus in die Stadt. Und er hat nicht nur herumgealbert. Wild Ausdrücke, verstörte Eindrücke und gerade genug fein abgestimmter Spott. Um selbst die engagiertesten Magas innehalten und sich fragen zu lassen, Moment mal, ist unser oranger Kaiser tatsächlich nackt? Denn Carrey macht nicht einfach Impressionen, er lebt sie. Er destilliert die Absurdität seiner Themen in ein einziges Hochziehen der Augenbrauen oder ein schiefes Grinsen. Er ist ein komödiantischer Verwandlungskünstler. Und wenn er Trump ins Visier nimmt, ist es, als würde man beobachten, wie Performancekunst mit Wahnvorstellungen in den Krieg zieht. Er hat Trump nicht nur verspottet, er hat ihn flambiert, verwandelte ihn in Comedy-Konfit, servierte ihn auf einem Silbertablett, schnitzte ihn mit Sarkasmus und holte sich dann noch einen Nachschlag und ein Dessert. Und das Beste daran, wir wissen bereits, wie Trump reagieren wird. Der Mann ist schon jetzt eine Parodie seiner selbst. Zuerst kommt der "Ich habe es nicht gesehen" Tweet, von dem wir alle wissen, dass er es getan hat. Dann die wütende Großbuchstabensperre, unzusammenhängende Metaphern, möglicherweise ein paar Tippfehler, die wie alte Zaubersprüche klingen. Und dann, wie aus heiterem Himmel, die Drohung mit einem Gerichtsverfahren. Denn nichts zeugt so sehr von emotionaler Stabilität wie der Versuch, jemanden zu verklagen, weil er in einer Talkshow eine Nachahmung von dir gemacht hat. Seien wir ehrlich, Trump hat noch nie einen Witz gemacht, den er nicht anfechten wollte. Aber hier geht es nicht nur darum, einen ehemaligen Präsidenten zu verhöhnen. Es geht darum, wie die Komödie den Nebel des Unsinns durchschneidet. Carrey setzte seine Satire wie ein Skalpell ein, indem er die Schichten von Ego und Bräunungsspray entfernte, um den zerbrechlichen, schwankenden Mann darunter zu enthüllen. Derjenige, der gefürchtet, verehrt und unsterblich gemacht werden will, aber auch retweetet. Seine Darstellung war nicht nur lustig, sie war erschütternd genau. Es war eine Meisterleistung, Heuchelei zu entlarven, indem er einen Spiegel vorhielt, der so verzerrt war, dass er zur Wahrheit wurde. Jedes Zucken, jedes Blinzeln, jeder bizarre stimmliche Tick erinnerte daran, dass Trump nicht nur eine politische Figur ist, er ist eine Panne im System. Eine kaputte Simulation von Führung, die sich von abgelaufenem Fastfood und unkontrolliertem Narzissmus ernährt. Und der Vergleich mit einem schlecht funktionierenden Faxgerät? Einwandfrei. Laut, veraltet, störenfällig und spuckt ständig Kauderwelsch aus, das sie nicht gewollt haben. Du versuchst, den Stecker zu ziehen, aber irgendwie fängt es um 3 Uhr morgens immer noch an zu surren. Und spuckt eine weitere Verschwörungstheorie über Windmühlen und Wasserdruck aus. Trump ist nicht nur eine schlechte Erinnerung, er ist eine Pointe, die sich weigert, die Bühne zu verlassen. Und Carreys Auftritt war nicht nur eine Persiflage, es war eine Erinnerung daran, dass Humor eines der letzten ehrlichen Mittel im Kampf gegen die Absurdität ist. Wenn Fakten von den Wänden abprallen und die Verantwortlichkeit sich verflüchtigt, kann eine perfekt getimte Impression wie eine in Lachen verpackte Wahrheitsbombe einschlagen. Während Trump also versucht, Unterlassungserklärungen gegen Satire einzureichen, werden wir anderen uns Clips von Carrey ansehen, lachen, zusammenzucken und uns daran erinnern, dass die besten Komiker uns nicht nur zum Lachen bringen, sie sorgen dafür, dass wir nie vergessen, über wen die Witze wirklich gemacht werden. He stands like this and golfs like this and plays tennis like this is because he has a full diaper strapped around. This administration is a rabid dog, and it's turning us upside down. And all, you know, as far as I'm concerned, it's as obvious as the nose on your face. You know, but people have made these elections and politics in general who they are, and it's not who you are. You can make a bad decision about a candidate. It's not who you are. Kimmel hingegen ging mit der Präzision eines Chirurgen ans Werk. Der Zweck seiner Rede bestand nicht einfach darin, sich über Trump lustig zu machen, sondern vielmehr darin, das zerbrechliche Kartenhaus, das sein Ego darstellt, zu demontieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das zerbrechlichste Ding auf der ganzen Welt das Ego von Donald Trump. Ignorieren Sie die Nuklearcodes. Dieser Mensch ist wegen einer negativen Schlagzeile völlig verrückt. Die Bedeutungslosigkeit seiner Existenz kann mit nichts anderem verglichen werden. Wie kein anderer Präsident der Vergangenheit verbringt er seine Tage damit,
wütende Nachrichten in den sozialen Medien zu verschicken, als wäre er ein hysterischer Jugendlicher, der von seinem Schwarm verlassen wurde, um zu lesen. Die Art und Weise, wie die beiden Komiker die Lächerlichkeit von Trumps Postpräsidentschaft auf die Spitze trieben, war das, was diese Verhöhnung wirklich auf ein weitaus höheres Niveau hob. In ihrer Freizeit schreiben die meisten ehemaligen Präsidenten entweder Bücher, gründen Wohltätigkeitsorganisationen oder malen amateurhafte Porträts. Ein Trump? Während er hier draußen goldene Schuhe verhökert und über Wahlbetrug schimpft, verhält er sich wie ein Mann, der immer noch nicht damit klarkommt, dass er von dem einen Job gefeuert wurde, den er eigentlich gar nicht ausüben wollte. Inkompetenz würde ihn als Markenbotschafter haben, wenn es so etwas gäbe. Okay. Tony Soprano was in Charleston, South Carolina last night, where he took some time to boast about his golf game and complain about chubby photos. Did you see the picture of me, the horrible picture with the stomach out to here? That was... So what I do is I'm putting up today a picture of me actually, what I actually look like, hitting a ball, smashing that can hit it 9 times. Right. Well, you know, and in that case, you got my vote if you can hit a ball. Außerdem dürfen wir Melania nicht übersehen. Nach einem kurzen Blick auf ihre öffentlichen Auftritte warf Kimmel das Thema auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Ist es wirklich möglich, dass sie sich daran erinnern kann, für diesen Auftritt unterschrieben zu haben? Ihr ganzes Wesen strahlt einen Sinn für vertragliche Verantwortung aus. Sie ist vergleichbar mit einem Schauspieler in einer langlaufenden Seifenoper, der sich schon seit 3 Staffeln nicht mehr um die Handlung kümmert, aber immer noch wegen der Gage auftaucht. Die Art und Weise, wie sie seiner Hand in der Öffentlichkeit ausweicht, ist einfach nur bemerkenswert. Man sollte meinen, dass Trump nach jahrelanger Erfahrung besser darin ist, die Körpersprache zu lesen. Aber andererseits war Selbsterkenntnis noch nie eine seiner starken Seiten. Hillary Clinton und Jimmy Kimmel haben sich nicht nur über Donald Trump lustig gemacht. Sie haben ihn zu einer vollwertigen komödiantischen Extravaganz gemacht. Und was noch viel lustiger ist die Tatsache, dass er keine Kontrolle über die Situation hat. Letzten Endes wird nichts, was er sagt, die Tatsache auslöschen, dass 2 Komiker ihn gerade vor Millionen von Zuschauern zerstört haben. Er kann versuchen, mit einem seiner halbgaren Tiraden auf Truth Social zurückzuschlagen, die mit Tippfehlern gespickt sind. Aber nichts, was er sagt, wird die Tatsache ändern, dass sie es einfach getan haben. Nicht nur das, er ist sich dessen auch bewusst. Das ist der Punkt, der am meisten schmerzt. In den Annalen der Geschichte wird Melanias Zeit als First Lady als ein einziger, ununterbrochener Seufzer in Erinnerung bleiben. 2017 wäre das Jahr gewesen, in dem ihre Körpersprache die Scheidung eingereicht hätte, wenn dies möglich gewesen wäre. Jede einzelne öffentliche Präsentation war eine Lektion darin, wie man einen tiefgreifenden Mangel an Interesse effektiv darstellen kann. Stellen Sie sich die Situation eines Schülers vor, der gezwungen ist, eine Präsentation für ein Gruppenprojekt zu halten, sich aber weigert, Blickkontakt mit den anderen Schülern in der Klasse aufzunehmen. Außerdem sorgten Kimmel und Carey dafür, dass wir das nicht vergessen. Some of the reviews of the book, and they are not excellent. Vanity Fair says Melania Trump's new book is truly bad. But what these reviewers don't realize is that it's not just a book, it's also a fragrance. Smells like Slovenian prenup ink. Ihre berüchtigte Be Best-Kampagne war vielleicht das ungewollt sarkastischste Unterfangen, das je unternommen wurde. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem gewalttätigsten Cyberbully in der Geschichte der modernen Welt verheiratet und versuchen dann, Ihren Kindern beizubringen, wie wichtig es ist, im Internet höflich zu sein, wenn man mit jemandem verheiratet ist, der glaubt, dass Sport darin besteht, vom Golfwagen zum Buffet zu schlendern. Ist es vergleichbar mit dem Beginn eines Fitnessprogramms in der Ehe? Es war schwer, ihn ernst zu nehmen, weil er so viele Widersprüche enthielt. Oh, und Kimmel? Er verschlang die Ironie, wie Donald Trump es bei einem Bankett mit unbegrenztem Essen tun würde. Melania war nicht die Einzige, über die sich Carey lustig machte. Carey tat mehr als das. Während der nicht enden wollenden politischen Horrorshow, die Trump veranstaltete, stellte er sie als den ultimativen, widerwilligen Co-Star dar. Sie hat die Rolle der First Lady so dargestellt, wie ein abgehalfterter Schauspieler einen Gaststar in einer Serie darstellen würde, die das Publikum nicht interessiert. Völlig unbemüht, roboterhaft
Und mit einem unerschütterlichen Ausdruck von Traurigkeit ist sie zu sehen. Vergessen wir auch nicht die Videos, die im Internet kursieren, in denen sie geschickt Trumps Versuchen ausweicht, ihre Hand zu berühren. An diesem Punkt geht es weniger um Zuneigung, sondern eher darum, jemanden zu sehen, der sich weigert, den Türgriff einer öffentlichen Toilette zu berühren. Sehen Sie, was Jim Carrey sagt, das ist krank. Dies wurde heute Morgen bekannt. Unschuldige Menschen werden jetzt abgeschlachtet, Familien ruiniert und das Leben von Kindern zerstört. Alles in seinem Namen. Wenn der feige republikanische Senat es zulässt, dass dieser abscheuliche Irrläufer weiterhin zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt, wird die Präsidentschaft von Trump zu einem Ereignis von aussterbendem Charakter werden. Und hier zeichnet er Trump mit einem Hakenkreuz, das aussieht wie ein riesiger Asteroid, der aus dem Weltraum kommt und kurz davor ist, den echten Kicker zu treffen. Melania schien ständig ratlos darüber zu sein, wie sie jemals in diese Position gekommen war. Im Gegensatz zu früheren First Lady, die ihre Positionen mit Begeisterung ausfüllten. Es war so offensichtlich, dass sie sich nicht dafür interessierte, dass sogar die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus ein unheimliches Gefühl vermittelte. Erinnern Sie sich an die berühmten blutroten Weihnachtsbäume? Sie wirken wie ein Teil einer Kulisse, die von Tim Burton für einen Horrorfilm entwickelt wurde. Kimmel machte sich darüber lustig und wies darauf hin, dass ihr Versuch, Weihnachtsfreude zu verbreiten, eher an eine Szene aus The Shining erinnerte als an etwas anderes. Melanias Fähigkeit, völlig aus dem Blickfeld zu verschwinden, wenn die Dinge chaotisch werden, ist vielleicht die beeindruckendste Fähigkeit, die sie trotz allem, was passiert ist, besitzt, im Gegensatz zu den meisten First Ladies, die sich aktiv am politischen Diskurs beteiligt haben, hat Melania die Fähigkeit perfektioniert, wie ein Zauberer zu verschwinden, wenn es zu Kontroversen kommt. Während sie stark ist, wenn man sie nicht braucht, ist sie völlig abwesend, wenn die Dinge chaotisch werden. Sie ist wie eine Wi-Fi-Verbindung in einem Wirbelsturm. Melania Trump erschien am Wochenende erneut auf Trumps großer Spendengala in Florida und sah dabei absolut erbärmlich aus, als würde sie als Geisel gehalten. Das müsst ihr sehen. Sie wollen nur Veränderung. Die reichen Leute wollen es. Die armen Leute wollen sie. Alle wollen den Wandel. Dem Land geht es wirklich schlecht. Die ganze Welt lacht über uns. Das wird sich sehr schnell ändern. Und das war schon ein unglaublicher Abend zuvor. Der Verdacht, dass Melania aus ganz bestimmten Gründen auf der Wahlkampftour nicht dabei sein will, scheint sich durch ihre Anwesenheit hier zu bestätigen. Carrey und Kimmel machten sich nicht nur über Melania lustig, sondern lenkten auch die Aufmerksamkeit aller auf die Lächerlichkeit der Umstände, in denen sie sich befand. Während sie den Anschein erweckte, als wäre sie lieber woanders, schlenderte sie vom Laufsteg zum Präsidenten, der mit den meisten Skandalen in der Geschichte der modernen Geschichte in Verbindung gebracht wurde. Und was ist das Aufregendste daran? Wahrscheinlich hält Trump sie für seinen größten Fan. Der Humor hat sich selbst geschrieben. Und wenn wir eines aus der Vergangenheit gelernt haben, dann ist es, dass Trumps Ausbrüche über Komiker fast so dramatisch sind wie die Witze selbst. Immer wieder erklärte er, das Late-Night-Fernsehen sei Teil einer Verschwörung des tiefen Staates. Als ob Jimmy Kimmel und Jim Carrey sich in unterirdischen Bunkern, die vor der Öffentlichkeit verborgen sind, gegen ihn verschworen hätten. Trumps Unfähigkeit, das zu akzeptieren, was er austeilt, ist seit langem dokumentiert. Und Carreys und Kimmels Bratensitzung ist nur das jüngste Beispiel dafür. Der Mann steht gerne auf der Bühne, aber nur, wenn er nicht derjenige ist, der das Drehbuch schreibt. Er hat jahrelang so getan, als sei er der ultimative Alpha-Tier. Aber sobald jemand mit auch nur ein bisschen komödiantischem Geschick auf ihn zielt, gibt er schneller auf als eines seiner gescheiterten Casinos. Letzten Endes kann Trump so viele Versuche unternehmen, Dies zu ignorieren, wie er will, aber wir alle wissen, dass er ein Auge darauf wirft. Er scheint an sein Telefon gefesselt zu sein und scrollt wahrscheinlich durch Twitter oder was auch immer für eine markenfremde Seite er gerade benutzt. Er ist wütend darüber, dass die berühmtesten Komiker in Hollywood ihn wie eine Pointe behandeln, die er schon immer sein sollte. Bei allem Respekt. Das ist pures komödiantisches Gold. Was denken Sie? Sind Jim Carrey und Jimmy Kimmel zu weit gegangen oder hat Trump wieder einmal überreagiert? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare unten. Und wenn Ihnen dieser Einblick gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Teilen Sie das Video und abonnieren Sie es, um mehr echte Geschichten hinter den Kulissen zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran, um die Wahrheit zu erfahren, die Sie nicht im Fernsehen zeigen werden.